Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Also, stell dir mal folgende Situation vor. Du stehst vorne, im Raum sind so 50 Leute, das Licht ist ein bisschen dunkler. Oh ja, der klassische Moment. Genau. Der Beamer summt leise im Hintergrund, alle Augen sind plötzlich direkt auf dich gerichtet und für eine einzige schreckliche Sekunde ist dein Kopf einfach komplett leer. Oh, ich krieg schon Gänsehaut, wenn du das nur erzählst. Ja. Man spürt richtig, wie das Herz schneller schlägt, ne? Und genau in diese super intensive Situation tauchen wir heute ein. Auf jeden Fall. Wir sind nämlich heute bei Tag 144 angekommen. Und unser Thema lautet Präsentationen und Reden. Ein wirklich unglaublich spannendes Thema, weil jeder von uns, absolut jeder, muss in seinem Leben irgendwann mal vor anderen sprechen. Stimmt, sei es in der Schule, an der Uni oder dann später halt im Beruf. Richtig. Und unsere Mission für heute ist ganz klar, wir wollen verstehen, wie man sicher vor Menschen auftritt und natürlich, wie man komplizierte Inhalte ganz elegant erklären kann. Und ganz nebenbei lernen wir dabei 15 unverzichtbare Alltagswörter. Genau, Wörter, die eben genau diese Konzepte beschreiben. Aber bevor wir da richtig einsteigen, hier noch ein kurzer, aber ganz wichtiger Rat an euch. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Ja, das ist extrem hilfreich. Versucht wirklich, die Melodie unserer Sätze ein bisschen nachzuvollziehen. Absolut. Und ich habe auch noch einen richtig guten Grund für euch, genau dran zu bleiben. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Story wird toll heute. In dieser Geschichte fassen wir dann nämlich das gesamte Gelernte noch einmal in einer sehr realistischen Situation zusammen. Also steigen wir doch direkt ein. Gehen wir kurz zurück zu diesem Moment ganz am Anfang. Alle schauen dich an. Dein Körper schüttet in dem Moment einfach pures Adrenalin aus. Ja, dein Gehirn denkt im Grunde, du stehst einem gefährlichen Säbelzahntiger gegenüber. Und dieses Gefühl bringt uns auch direkt zu unserem ersten Wort für heute. Ein sehr passendes Wort. Genau, das Adjektiv lautet nervös. Auf Englisch sagen wir nervous. Richtig, nervous. Nervös zu sein bedeutet im Grunde, dass man unruhig ist, also angespannt und vielleicht auch ein kleines bisschen ängstlich. Was ja völlig natürlich ist, oder? Absolut. Das Wichtige hier ist eigentlich das Warum. Diese Nervosität ist biologisch gesehen etwas Gutes. Es ist Energie. Ah, okay. Der Körper macht einen also bereit für eine Höchstleistung. Ganz genau. Und ein guter Beispielsatz für den Alltag wäre: Viele Menschen sind am Anfang einer Präsentation ein wenig nervös. Viele Menschen sind am Anfang einer Präsentation ein wenig nervös. Das ist ein Supersatz. Das ist eben vollkommen normal. Ja, aber wie kanalisieren wir denn diese wilde Energie? Wenn ich merke, mein Puls rast, dann rettet mich meistens nur ein richtig starker Start. Ja, die ersten 30 Sekunden sind entscheidend. Das bringt uns zu unserem zweiten Wort. Das Substantiv lautet die Einleitung. Auf Englisch heißt das Introduction. Genau, Introduction. Die Einleitung ist der allererste Teil von einer Rede. Also da, wo man das Thema vorstellt. Richtig. Und hier geht es nicht nur darum, stur zu sagen: Hallo, mein Name ist bla bla bla. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, ne? Das ist verschwendete Zeit. Eine gute Einleitung bricht das Eis sofort. Du musst dem Zuhörer direkt eine Frage beantworten. Welche Frage meinst du? Warum sollte ich dir, also dem Sprecher, die nächsten 20 Minuten meines Lebens schenken? Oh, wow. Das ist eine sehr gute Perspektive. Hast du einen Beispielsatz für uns? Klar. Eine gute Einleitung sorgt dafür, dass die Zuhörer von Anfang an aufmerksam sind. Eine gute Einleitung sorgt dafür, dass die Zuhörer von Anfang an aufmerksam sind. Okay, man hat sie also am Haken. Exakt. Aber dann kommt ja oft ein Problem, das wir alle kennen. Man hatte ein extrem langes, super kompliziertes Thema. Oh ja, das passiert oft. Wie verhindere ich denn dann, dass mein Publikum nach 5 Minuten denkt, wo sind wir hier eigentlich gerade und wie lange dauert das noch? Da kommt unser drittes Wort ins Spiel. Das ist das Substantiv die Gliederung. Das englische Wort dafür ist Outline oder auch Structure. Ah, Outline oder Structure. Die Gliederung. Ja, die Gliederung ist quasi das absolute Rückgrat deiner Präsentation. Ohne sie fällt einfach alles in sich zusammen. Also die logische Struktur. Genau. Du musst dir das psychologisch so vorstellen. Eine Gliederung ist wie ein Menü im Restaurant. Okay, wie meinst du das? Naja, wenn das Publikum weiß, dass nach der Vorspeise noch der Hauptgang kommt und danach das Dessert, dann haben die Leute viel mehr Geduld. Aha, verstehe. Man nimmt den Leuten diese Unsicherheit weg. Ganz genau. Und der Beispielsatz lautet:
Bevor ich ins Detail gehe, zeige ich Ihnen kurz die Gliederung meines Vortrags. Bevor ich ins Detail gehe, zeige ich Ihnen kurz die Gliederung meines Vortrags. Okay, wir haben jetzt unsere Nervosität im Griff, die Leute hören zu und sie kennen den Weg. Ein toller Start. Ja. Und jetzt wechseln wir mal ein bisschen das Medium. Du hast die Leute gefesselt, aber das menschliche Gehirn kann ja nur so lange reinen Audioinformationen folgen. Das stimmt. Man wird sonst irgendwann müde. Irgendwann brauchen wir einfach visuelle Anker. Und genau hier kommt unser viertes Wort auf den Bildschirm. Die Folie. Ein ganz klassisches Substantiv. Die Folie. Auf Englisch sagt man Slide. Also eine einzelne digitale Seite, oder? Genau. Meistens in Programmen wie PowerPoint oder so. Aber hier liegt auch eine riesige Gefahr. Was für eine Gefahr? Viele Menschen nutzen die Folie leider nicht als visuelle Unterstützung, sondern einfach als ihren eigenen Spickzettel. Ja, die lesen dann alles Wort für Wort ab. Schrecklich. Absolut furchtbar. Ein Beispielsatz für den richtigen Einsatz wäre: Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Grafik, die die Verkaufszahlen verdeutlicht. Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Grafik, die die Verkaufszahlen verdeutlicht. Genau. Aber da muss ich jetzt echt mal kritisch nachfragen. Wenn ich so eine Folie mache, will ich doch professionell wirken, oder? Natürlich. Sollte ich dann nicht zeigen, was ich technisch alles drauf habe? Also so 5 Bullet Points, ein bisschen fließenden Text, 3 verschiedene bunte Farben und ganz coole Animationen. Oh nein, bitte. Bitte tu das deinem Publikum niemals an. Nicht? Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Und hier kommen wir zu unserem 5. Wort. Das ist ein Verb. Gestalten. Gestalten. Auf Englisch heißt das to design oder auch to shape. Richtig. Richtig. Und ganz wichtig, das Perfekt von diesem Verb ist hat gestaltet. Hat gestaltet. Okay, und was bedeutet das genau bei einer Folie? Wenn du eine Folie gestaltest, also ihr ein Aussehen gibst, musst du immer an den Arbeitsspeicher vom Gehirn denken. Also nicht zu viel auf einmal. Genau. Wenn eine Folie komplett voll mit Text ist, fangen die Leute sofort an zu lesen. Und wenn sie lesen? Dann hören sie dir nicht mehr zu. Richtig. Unser Gehirn kann einfach nicht beides gleichzeitig perfekt verarbeiten. Das ergibt absolut Sinn. Klarheit ist also viel besser. Das Design muss den Sprecher unterstützen, nicht ersetzen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Hast du da einen Beispielsatz für das Wort gestalten? Ja, der Satz lautet: Man sollte die Folien übersichtlich gestalten und nicht zu viel Text verwenden. Man sollte die Folien übersichtlich gestalten und nicht zu viel Text verwenden. Das merke ich mir auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Wenn wir diese visuellen Hilfen jetzt richtig nutzen, dann passiert ja etwas ziemlich Faszinierendes. Was denn? Plötzlich werden extrem abstrakte Dinge, also sowas wie langweilige Steuertabellen oder wissenschaftliche Theorien, total leicht verständlich. Oh ja, das ist die Magie einer guten Folie. Und dafür haben wir ein wunderbares deutsches Adjektiv. Unser 6. Wort lautet anschaulich. Auf Englisch vivid oder auch illustrative. Anschaulich, das ist wirklich ein sehr mächtiges Wort. Es bedeutet, dass du etwas so erklärst oder eben zeigst, dass die Leute es sich extrem gut vorstellen können. Also man hat dann direkt so ein Bild im Kopf? Genau, quasi vor dem inneren Auge. Du machst sozusagen das Unsichtbare sichtbar. Hast du einen Beispielsatz? Ja. Wenn jemand das perfekt macht, könnten wir sagen, er hat das komplizierte Thema durch viele Beispiele sehr anschaulich dargestellt. Er hat das komplizierte Thema durch viele Beispiele sehr anschaulich dargestellt. Wirklich ein tolles Wort. Metaphern sind dafür ja übrigens auch ein super Werkzeug. Oh, absolut. So, bevor wir uns jetzt ansehen, wie wir konkret mit den echten Menschen im Raum interagieren, machen wir mal eine winzige Pause. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Sehr gerne. So, wir haben jetzt also perfekte Folien, wir haben einen Plan. Läuft gut. Aber eine Präsentation halten wir am Ende ja nicht für den Beamer, sondern für echte Menschen. Das ist oft der allerschwierigste Teil. Das bringt uns direkt zu Phase 3 und unserem 7. Wort. Das Substantiv lautet das Publikum. Die englische Übersetzung ist Audience. Das Publikum. Das ist nicht einfach nur so eine graue, stumme Masse im Raum. Nein, überhaupt nicht. Eine Rede ist psychologisch gesehen eigentlich immer ein Dialog, auch wenn am Ende nur einer laut spricht. Du musst den Raum lesen können. Also schauen die Leute gerade auf ihre Handys? Nicken sie? Gähnen sie vielleicht? Genau das meine ich. Und unser Beispielsatz hierfür lautet: Versuchen Sie, während des Sprechens immer wieder Blickkontakt zum Publikum zu halten. Versuchen Sie, während des Sprechens immer wieder Blickkontakt zum Publikum zu halten.
Das ist echt schwer, besonders wenn man nervös ist. Ja, man starrt dann oft lieber einfach an die Wand ganz hinten. Stimmt. Aber wenn man den Blickkontakt meidet, verliert man ja das Vertrauen der Leute. Leider ja. Und dann kommt die physische Aktion selbst. Das ist unser 8. Wort, ein Verb. Vortragen. Vortragen. Auf Englisch to present oder to recite, ne? Genau. Vortragen bedeutet, dass man Informationen laut vor einer Gruppe von Menschen präsentiert. Die Perfektform ist, hat vorgetragen. Hat vorgetragen. Es ist wirklich ein total physischer Akt. Es erfordert Körperspannung und man muss den Atem kontrollieren. Wie lautet der Beispielsatz? Er kann seine Ergebnisse sehr sicher und flüssig vor der Klasse vortragen. Er kann seine Ergebnisse sehr sicher und flüssig vor der Klasse vortragen. Perfekt. Aber da habe ich direkt mal eine Beobachtung gemacht. Manchmal stehen da Leute vorne und sprechen so extrem übertrieben. Also, dass man wirklich jeden einzelnen Buchstaben überdeutlich hört. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Das bringt mich nämlich zu unserem 9. Wort, dem Adjektiv deutlich, auf Englisch clear. Ist zu deutlich nicht auch irgendwie schlecht? Doch, auf jeden Fall. Weil das klingt doch schnell total wie so ein Roboter oder als würde man mit kleinen Kindern reden, oder? Wie finde ich da die richtige Balance? Das ist ein sehr exzellenter Punkt. Deutlich zu sprechen bedeutet natürlich nicht unnatürlich oder extrem langsam zu werden. Okay. Es bedeutet eigentlich vielmehr, einfach die Konsonanten sauber auszusprechen, damit der Zuhörer nicht raten muss. Also man darf einfach nicht in seinen Bart nuscheln. Richtig, der Zuhörer soll keine kognitive Energie verschwenden müssen. Wenn jemand zu undeutlich spricht, kann man diesen Beispielsatz verwenden. Bitte sprechen Sie etwas langsamer und deutlicher, damit alle folgen können. Bitte sprechen Sie etwas langsamer und deutlicher, damit alle folgen können. Genau. Und wenn wir das erstmal beherrschen, dann können wir unsere Stimme ja richtig als Werkzeug nutzen. Wie meinst du das? Wir können die Stimme wie so einen bunten Textmarker benutzen. Wir heben wichtige Dinge hervor. Und dieses Markieren mit der Stimme ist unser 10. Wort. Das Verb betonen. Auf Englisch heißt das to emphasize. Betonen. Ja, betonen ist quasi die Melodie deiner Rede. Die Perfektform ist übrigens hat betont. Hat betont. Wenn du sprichst, ohne irgendetwas zu betonen, dann klingst du einfach monoton und die Leute schlafen ein. Das stimmt, das wird super langweilig. Durch die Betonung gibst du bestimmten Wörtern einfach mehr Gewicht und zeigst dem Gehirn der Zuhörer, Achtung, das hier ist jetzt wichtig. Sehr hilfreich. Der Beispielsatz. Unser Beispielsatz lautet, ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir pünktlich beginnen müssen. Ich möchte noch einmal ausdrücklich betonen, dass wir pünktlich beginnen müssen. Ja, durch diese bewusste Betonung weiß dann wirklich jeder im Raum sofort, okay, das ist keine Empfehlung, das ist eine feste Regel. Richtig. Und damit kommen wir nun auch schon in die Tiefe unserer Präsentation. Phase 4. Der Umgang mit Komplexität und natürlich das große Finale. Oh, das wird spannend. Stell dir vor, du hast alles super anschaulich erklärt. Und plötzlich hebt jemand in der ersten Reihe die Hand und stellt dir eine extrem kritische, sehr detaillierte Frage. Der Albtraum für viele. Ja, da musst du dann plötzlich viel tiefer gehen. Unser 11. Wort ist das passende Verb dafür. Erläutern. Erläutern. Auf Englisch to explain. Das ist ein bisschen mehr als nur ein ganz simples Erklären. Die Perfektform lautet, hat erläutert. Hat erläutert. Und was ist der Unterschied zu erklären? Erläutern bedeutet wirklich, die komplexen Mechanismen hinter einem Fakt aufzuzeigen. Du beantwortest nicht nur einfach das Was, sondern auch das Wie und das Warum. Also man geht richtig tief rein. Genau. Ein Beispielsatz aus dem Berufsalltag wäre, könnten Sie bitte den technischen Ablauf des Projekts noch etwas genauer erläutern? Könnten Sie bitte den technischen Ablauf des Projekts noch etwas genauer erläutern? Genau, so. Wenn du so etwas gefragt wirst, reicht ein Ja oder ein Nein einfach nicht mehr. Du musst wirklich komplett in die Details gehen. Auf jeden Fall. Das führt uns direkt zu Wort Nummer 12, einem Adjektiv. Ausführlich. Auf Englisch detailed. Ausführlich. Das bedeutet, dass man sehr detailliert und gründlich ist. Man lässt einfach keine wichtigen Informationen mehr weg. Alles liegt auf dem Tisch. Richtig. Aber hier müssen wir echt aufpassen. Ausführlich bedeutet nicht, dass man stundenlang endlos redet und vom Thema abweicht. Also nicht einfach nur viel reden. Genau, es bedeutet, umfassend zu sein, aber noch präzise. Ein Beispielsatz dafür: In seinem Bericht wird die aktuelle Situation sehr ausführlich beschrieben.
In seinem Bericht wird die aktuelle Situation sehr ausführlich beschrieben. Gut gesagt. Jetzt kommt aber wirklich die 1 Million-Euro-Frage. Du sprichst deutlich, du erklärst ausführlich, du hast echt tolle Folien. Alles ist perfekt, ja. Aber was macht eine Rede am Ende wirklich zu einem vollen Erfolg? Also, wie bekomme ich meinen Chef dazu, mir das Budget für mein Projekt tatsächlich zu geben? Reine Fakten reichen dafür ja oft gar nicht aus. Eben. Die Präsentation muss unser 13. Wort sein. Überzeugend. Auf Englisch convincing. Überzeugend. Das ist eigentlich der absolute Kern der Rhetorik. Ja. Überzeugend zu sein bedeutet, dass du nicht nur pure Logik lieferst, sondern dass du diese Logik mit den Bedürfnissen deines Publikums verbindest. Also mein Chef akzeptiert meine Argumente eigentlich nur, wenn sie sein eigenes Problem lösen? Ganz genau. Wenn dir das gelingt, sind sie überzeugt. Ihre Argumente für das neue Projekt waren für den Chef absolut überzeugend. Ihre Argumente für das neue Projekt waren für den Chef absolut überzeugend. Genau, das ist dann das Gefühl von echtem Erfolg. Wahnsinn. Wenn wir das geschafft haben, sind wir ja fast schon am Ende der Präsentation. Aber Vorsicht. Der größte Fehler, den man jetzt machen kann, ist, nach dem letzten Argument einfach aufzuhören und sich schnell hinzusetzen. Oh ja, das passiert so oft. Das menschliche Gedächtnis funktioniert halt einfach nicht so. Wir brauchen Wort Nummer 14. Zusammenfassen. Auf Englisch to summarize. Zusammenfassen. Ja, das ist ein ganz bekanntes psychologisches Phänomen. Welches? Es nennt sich der Recency-Effekt. Menschen erinnern sich immer am besten an das, was sie ganz am Schluss gehört haben. Logisch. Deshalb muss man die komplexen Gedanken noch einmal kurz bündeln. Genau. Zusammenfassen, die Perfektform lautet übrigens hat zusammengefasst. Das bedeutet, die absolute Essenz deiner Rede in wenigen Sätzen nochmal zu wiederholen. Hast du da einen klassischen Satz für uns? Der absolute Klassiker unter den Beispielsätzen lautet: Am Ende meiner Präsentation möchte ich die 3 Kernpunkte kurz zusammenfassen. Am Ende meiner Präsentation möchte ich die 3 Kernpunkte kurz zusammenfassen. Das ist echt der Moment, in dem alle im Raum geistig noch einmal so mitnicken. Ja, das ist ein schönes Gefühl für den Sprecher. Und dann kommt er, der finale Akkord, der letzte Gedanke, den du dem Raum übergibst. Trommelwirbel. Unser 15. und letztes Wort ist das Substantiv, das Fazit. Auf Englisch Conclusion. Das Fazit. Das ist wirklich das große Finale. Es ist nicht einfach nur eine plumpe Wiederholung, sondern es ist die Schlussfolgerung aus allem, was du vorher gesagt hast. Was bedeutet das also jetzt alles für unsere Zukunft? Genau das beantwortet das Fazit. Ein sehr eleganter Beispielsatz für das Ende lautet: Als Fazit lässt sich sagen, dass wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein können. Als Fazit lässt sich sagen, dass wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein können. Wahnsinn. Ja, wir haben die Psychologie und die Mechanik einer Präsentation heute komplett durchdrungen. Von dem Adrenalin ganz am Anfang bis hin zum starken Schlusswort. Und jetzt kommt der Teil, auf den ihr sicher alle schon gewartet habt. Unsere Mini-Story. Oh ja, endlich. Hier hört ihr alle 15 Wörter noch einmal in einem total natürlichen Zusammenhang. Achtet mal darauf, wie fließend sich diese ganzen Wörter in den beruflichen Alltag integrieren lassen. Genau. Also lehnt euch entspannt zurück und lasst die Geschichte einfach auf euch wirken. Versucht, jedes der Wörter mental abzuhaken, wenn ihr es hört. Die Geschichte handelt von Lisa. Lisa hat heute das wichtigste Meeting ihres Lebens vor dem Firmenvorstand. Okay, fangen wir an. Lisa steht im Flur direkt vor dem großen Konferenzraum. In 2 Minuten beginnt ihr Vortrag. Sie atmet tief ein, denn sie ist wirklich unglaublich nervös. Ihr Herz rast. Ja, aber als sie den Raum betritt, lächelt sie selbstbewusst. Sie startet mit einer extrem starken Einleitung, indem sie eine überraschende Statistik nennt, die sofort alle im Raum aufhorchen lässt. Um den Vorständen direkt eine gute Orientierung zu geben, zeigt Lisa auf der allerersten Seite die klare Gliederung ihres Vortrags. Jeder weiß nun genau, was in den nächsten 20 Minuten passieren wird. Dann klickt sie weiter. Ihre erste Folie hat sie bewusst super minimalistisch gestaltet. Keine Textwüsten, nur ein klares, elegantes Diagramm. Und genau dieses einfache Design macht die komplexe Marktentwicklung der letzten 3 Jahre total anschaulich. Lisa schaut in den Raum und sucht ganz bewusst den direkten Blickkontakt zum Publikum. Als sie anfängt, ihre Strategie vorzutragen, atmet sie ganz ruhig. Sie spricht nicht zu schnell, sondern sehr deutlich und ohne auch nur ein bisschen zu nuscheln. Als sie dann zu den erwarteten Gewinnmargen kommt,
ändert sich ihre Stimmmelodie. Sie betont diese wichtigen Zahlen ganz gezielt, damit sie bei allem im Gedächtnis bleiben. Aber plötzlich unterbricht sie der Finanzchef. Er hat Bedenken und bittet sie, die Risiken noch genauer zu erläutern. Lisa lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Sie kann die finanziellen Hintergründe sofort extrem ausführlich darlegen. Weil sie eben nicht nur Fakten nennt, sondern auch direkt auf die Ängste des Finanzchefs eingeht, ist ihre Antwort absolut überzeugend. Der Finanzchef nickt zufrieden. Am Ende des Meetings lächelt Lisa und sagt, lassen Sie mich unsere Strategie abschließend noch einmal in 3 Sätzen zusammenfassen. Sie nennt die Kernpunkte und zieht dann ihr finales Fazit. Die Investition wird sich innerhalb eines Jahres rentieren. Das Meeting ist ein voller Erfolg. Wow, eine tolle Geschichte. Wirklich toll. Und habt ihr gemerkt, wie diese 15 Wörter das Gerüst für eine absolut professionelle Kommunikation bilden? Es ist enorm. Wenn ihr diese Begriffe aktiv in euren eigenen Wortschatz aufnehmt, verändert das wirklich die Art, wie ihr im deutschsprachigen Raum wahrgenommen werdet. Das ist der Schlüssel zum ganz fließenden Sprechen. Und damit das Wissen nicht nur passiv in eurem Kopf bleibt, müsst ihr jetzt aktiv werden. Ganz genau. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Nehmt auch einfach mal 2 oder 3 Wörter von heute und erfindet eine kleine eigene Situation. Wir lesen das wirklich wahnsinnig gern. Dem schließe ich mich komplett an. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, das hilft unserer Community enorm weiterzuwachsen. Morgen sprechen wir über ein spannendes Thema: Innovationen und Zukunft. Oh, da warten dann völlig neue Konzepte auf uns? Und wer weiß, vielleicht müsst ihr ja bald eine eigene Präsentation über genau diese Innovationen halten. Das kann gut sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.